Die Katze kam an einem Abend, an dem es regnete. Sie saß auf dem Fensterbrett der kleinen Maus und klopfte mit einer Pfote gegen das Glas. Sanft wie jemand, der friert und wartet, nicht wie jemand, der fordert. Die Maus stand am Herd und rührte nicht um, als das Klopfen begann. Sie rührte weiter, noch einmal, zweimal, während das Wasser draußen in die Dachrinnen schlug und das Klopfen nicht aufhörte. Sie öffnete, nicht weil sie es nicht besser wusste, weil der erste Gedanke nicht Vorsicht war, sondern endlich. Die Katze stand im Regen, das Fell nass und dunkel, die Augen bernsteinfarben im fahlen Licht. Die Maus trat zurück, die Katze trat ein. »Du siehst erbärmlich aus«, sagte die Maus. »Ich friere.« Die Stimme der Katze war weich wie nasses Fell. Kein Bedauern darin, keine Bitte, nur eine Tatsache, hingestellt wie ein Gegenstand auf einem Tisch. Die Maus brachte Brot und Käse und ein Stück getrockneten Schinken, fast ohne nachzudenken, als hätte ein Teil von ihr diese Entscheidung schon früher getroffen. An einem anderen Abend, in einem anderen leeren Winter. Die Katze aß, ohne zu schlingen, ließ die Zunge über die Mundwinkel gleiten. Ihre Augen ruhten auf der Maus mit einem Ausdruck, den man für Dankbarkeit halten konnte, wenn man es wollte. Die Maus wollte. Am nächsten Morgen, als das Licht durch die kleine Scheibe fiel und Staubflusen in der Luft tanzten, sagte die Katze, wir könnten zusammenleben. Die Maus setzte die Tasse ab. Zusammen? Du hast Platz. Die Katze streckte sich, beiläufig. Ihre Krallen strichen über das Holz des Stuhls, lautlos. Ich habe Gesellschaft zu bieten, Schutz. Du gerätst allein in Fallen. Fallen. Das Wort klang nach Fürsorge, nicht nach Bedrohung. Die Maus saß mit der Tasse in den Händen, das Porzellan warm gegen ihre Finger. Die Welt hatte ihr beigebracht, was Katzen waren. In kleinen, scharfen Lektionen, durch Jahrzehnte hindurch. Sie kannte die Antwort auf diese Frage. Und trotzdem lagen der leere Winter hinter ihr und der leere Winter davor und das Haus, das abends kein Geräusch zurückwarf. Und der Herd, an dem man allein kocht. Ja, sagte sie. Sie wirtschafteten also gemeinsam und es war nicht schlecht in den ersten Wochen. Die Katze brachte manchmal etwas mit. Eine kleine Maus von der Gasse, einen Vogel mit gebrochenem Flügel. Sie fraß im Flur, was die Hausmaus unangenehm fand, aber nicht aussprach. Sie wischte die Reste weg, wenn die Katze schlief. Das war das stillschweigende Abkommen, auf das sich niemand geeinigt hatte. Im September legten sie Vorräte an. Der Winter wird hart, sagte die Katze. Ihr Schwanz bewegte sich langsam auf dem Boden, hin und her, wie ein Gedanke, der noch keine Form gefunden hatte. Du kannst nicht überall hin, du gerätst in Fallen. Fallen. Das zweite Mal dieses Wort. Die Maus ordnete einen Stapel Körner, der bereits geordnet war. Sie kauften ein Töpfchen Fett. Die Maus zahlte kleine, abgegriffene Münzen, die sie über Jahre gesammelt hatte, in Fußbodenritzen und vergessenen Ecken, in den Wänden, die ihre Wände gewesen waren, bevor sie diese Wände hatten. Sie zählte sie auf den Ladentisch, eine nach der anderen. Es war alles, was sie hatte. Die Katze sah zu, ohne etwas zu sagen. Das Töpfchen war klein und dunkelbraun, mit einem Deckel, der nie richtig saß. Auf dem Heimweg hielt die Maus es mit beiden Händen. Der Geruch drang durch den Ton, warm und leicht süßlich, das Versprechen von Sättigung in den langen, leeren Monaten. Das Problem war der Ort. Die Katze dachte nach. Ein langer, gepflegter Moment des Nachdenkens. Die Kirche, sagte sie schließlich, unter dem Altar. Kein Mensch traut sich etwas wegzunehmen. Die Maus nickte. Das klang vernünftig. Die Kirche war sicher, der Altar war heilig und die Katze kannte die Welt besser als sie. Das glaubte die Maus.
wenigstens. Und Glaube ist bequemer als Zweifel, wenn man ihn braucht. Sie brachten das Töpfchen im Abendlicht durch die stillen Gassen. Die Kirche roch nach Wachs und altem Holz und etwas, das keine Jahreszeit hatte. Die Maus kniete sich nieder und stellte es selbst unter den Altar, auf den kalten Steinboden, zwischen die geschwärzten Holzfüße des alten Gestühls. Sie hielt die Hände noch einen Moment darum, bis die Kälte des Tons durch die Finger zog. »Das ist unser Winter«, dachte sie, »daran rühren wir nicht, bis wir müssen.« Die Katze stand einen Herzschlag lang neben dem Altar und zögerte. Nur einer. Die Maus stand bereits an der Tür. Sie gingen gemeinsam nach Hause, nach Hause. Der Moment war fast schön. Beinahe. Zu Hause setzte die Katze sich ans Fenster. Die Maus räumte weiter auf. Einmal, als sie aufschaute, sah sie die Katze reglos an der Scheibe stehen, die Augen halb geschlossen, auf etwas gerichtet, das nicht draußen war. Dann räumte die Maus weiter auf. Im Oktober kam die Katze eines Morgens und setzte sich mit verschränkten Pfoten an den Tisch. »Ich muss dich um etwas bitten.« Ihr Blick direkt und freundlich. »Meine Cousine hat ein Kind bekommen. Ich soll Pate werden.« Die Maus legte die Näharbeit in den Schoß. Die Nadel blieb zwischen den Fingern. »Heute? Wenn du allein bleibst, werde ich es wieder gut machen.« Ein kleines Lächeln, wie eine Hand, die sich kurz öffnet und wieder schließt. »Ich bring dir was Gutes von dort mit. Wein, wenn sie ihn anbieten.« Welche Cousine? Der Gedanke kam klein und schnell, und die Maus ließ ihn gehen wie einen Vogel, der wegfliegt. »Geh ruhig«, sagte sie, »und denk an mich, wenn du was Gutes isst.« Die Katze war schon an der Tür. Sie drehte sich noch einmal um, die Augen hell, die Mundwinkel leicht gehoben. »Immer«, sagte sie, und die Tür fiel ins Schloss. Es war alles nicht wahr. Keine Cousine, kein Kind. Nur die Kirche und der kühle Stein und darunter das Töpfchen mit dem schiefen Deckel. Die Katze schob ihn beiseite. Der Geruch stieg auf wie eine Hand, die nach ihr griff. Sie leckte langsam, von außen nach innen, die goldbraune Fettschicht bis auf den Rand. Keine Hast. Man kostet eine angenehme Sache aus, sonst wäre es Verschwendung. Dann machte sie einen Spaziergang auf den Dächern der Stadt. Die Ziegel, warm unter den Pfoten, der Geruch von Abend und Schornstein, die Stadt unter ihr wie eine Karte ohne Bedeutung. Sie streckte sich in der letzten Sonne aus und wischte sich den Schnurrbart. Einmal, zweimal, dreimal. Am Abend kam sie zurück, die Pfoten sauber, der Atem neutral. Die Maus saß am Tisch, die Näharbeit beiseite gelegt. Wie war der Tag? Es war in Ordnung. Wie heißt das Kind? Die Katze ließ eine Stille entstehen, nicht die Stille der Überlegung, sondern die des Genusses. Haut ab. Die Maus runzelte die Stirn. Haut ab. Das Wort drehte sich in ihr, suchte nach etwas, woran es sich festhalten konnte. Das ist ein wunderlicher Name. In meiner Familie nicht ungewöhnlich. Später, als die Katze schlief, gleichmäßig, selbstzufrieden, die Pfoten ordentlich untergefaltet, saß die Maus noch am Tisch und rollte das Wort hin und her. Haut ab. Es klang nach etwas. Nach etwas, das direkt vor ihr stand und trotzdem nicht greifbar war. Sie dachte nicht daran, dass unter dem Altar der Kirche ein Töpfchen stand, das eine Haut weniger hatte als vorher. Im November war die Katze ruhig auf eine Art, die nichts mehr verdeckte. Nicht die Ruhe des Zufriedenen, eher die des Geduldigen. Sie saß an langen Abenden am Fenster und sah auf die Gasse hinunter, wo der erste Frost die Pfützen mit dünnem Glas überzog, und in ihrem Blick lag dasselbe ruhige, alte Wissen wie am ersten Abend. Eines Dienstags sagte sie, noch einmal, dieselbe Cousine, ein zweites Kind. Sie drehte sich von der Scheibe weg, das Licht hinter ihr. Ich kann es nicht absagen. Die Maus stand am Herd. Dieselbe Cousine. 2 Kinder,
in einem Monat. Der Gedanke kam scharf und klar. Und die Maus stellte einen Topf weg, den sie gerade erst hingestellt hatte. Sie wischte die Hände an der Schürze ab, ordnete die Löffel auf dem Regal, die schon geordnet lagen. »Gut«, sagte sie. Und dann, leiser, fast für sich, »komm nicht zu spät zurück.« Die Katze blieb einen Herzschlag lang stehen, die Hand auf dem Türrahmen. Sie antwortete nicht. Dann war sie fort. Halb aus, diesmal. Die Katze fraß den Topf halb aus, den Löffel sorgfältig, bis kein Rand mehr glänzte. Die Kirche war kälter im November, der Stein zog die Wärme aus den Pfoten, der Atem stieg weiß auf in der Stille. Aber das Fett war gut. Besser vielleicht, weil es auf Kosten der Maus ging, und was auf Kosten anderer geht, schmeckt meistens besser. Nichts schmeckt besser, als was man für sich allein isst. Sie legte den Deckel zurück, schief wie immer. Die Maus wartete am Abend nicht an der Tür. Sie saß am Tisch, die Hände im Schoß, die Küche ordentlicher, als sie je gewesen war. »Halb aus«, sagte die Katze auf die Frage nach dem Namen. Die Maus schwieg einen Moment. Ihre Nase zuckte einmal, kurz. Dann stand sie auf und trug die Tassen zum Herd. So einen Namen habe ich noch nie gehört. Später saßen sie zusammen am Tisch, die Katze mit einem Becher in den Pfoten, die Maus mit ihrer Näharbeit. Die Lampe warf einen kleinen Kreis Licht. Kein Gespräch, nur das Geräusch der Nadel, das Geräusch des Windes draußen. Es sah aus wie ein normaler Abend. Fast. Die beiden Namen lagen jetzt nebeneinander in ihr. Haut ab, halb aus. Wie Steine in einer Reihe, die irgendwohin zeigten. Die Linie war kurz. Man musste nur 3 Punkte haben, und dann war sie gerade. Und dann führte sie genau dorthin, wo die Maus nicht hinschauen wollte. In der Nacht rollte sie sich zusammen und schlief, nicht aus Ruhe, sondern weil der Körper irgendwann aufhört zu denken, auch wenn der Kopf es nicht will. Die Katze schlief längst, gleichmäßig, ohne Schuld. Das hatte die Maus sich nicht vorgestellt, damals, an dem Regenabend, als sie die Tür öffnete. Im Dezember war alles sehr still. Der Frost hatte sich festgesetzt, das Eis auf den Pfützen brach nicht mehr und die Gasse unter dem Fenster lag leer an den Morgen. Die Maus legte Vorräte zusammen, zählte, rechnete. Die Katze saß dabei und sah zu, den Schwanz um die Pfoten geschlagen, die Augen halb geschlossen. »Noch einmal«, sagte sie eines Morgens. Das 3. Kind. Ganz schwarz, weiße Pfoten. Sowas sieht man selten. Die Maus stand mit dem Rücken zur Katze. »Haut ab«, sagte sie leise in die Wand. Halb aus. Stille. Sie drehte sich um. Diese Namen, sie klingen nach etwas. Die Katze sah sie an. In diesem Blick lag keine Angst, keine Schärfe, keine Abwehr. Nur die Ruhe von jemandem, der weiß, dass die Zeit auf seiner Seite ist. »Da sitzt du daheim in deinem grauen Rock«, sagte sie, »und hängst deinen Gedanken nach. Das kommt davon, wenn man nicht rausgeht.« Die Maus hielt der Stille stand. In ihr war jetzt kein Zweifel mehr, kein kleines, weggeschicktes Vögelchen, kein ordentlicher Löffel als Ablenkung. Nur eine kalte, vollständige Klarheit. Sie kannte den Namen, den die Katze mitbringen würde. Sie kannte, was im Töpfchen nicht mehr stand. Die Schöpfkelle, die sie in der Hand hielt, legte sie ab. »Geh«, sagte sie. Nicht, weil sie glaubte, sondern weil das Nichtglauben ein Ende bedeutet hätte. Und die Maus hatte irgendwann im Oktober begonnen, die Katze zu lieben. Auf eine Weise, für die kein vernünftiger Name passte. Sie rückte den Stuhl am Tisch gerade. Dann stand sie still. Die Katze ging. Ganz aus. Diesmal. Der Löffel scharrte auf dem Boden des Töpfchens und das Geräusch war anders als die Male davor. Nicht schwer und dumpf, sondern hell, fast blechern. Das Geräusch einer Leere, die auf Ton trifft. Die Katze leckte den letzten Rest vom Löffel,
saß eine Weile auf dem kalten Kirchenboden, die Pfoten ordentlich untergefaltet, der Atem weiß in der Stille. Wenn erst alles aufgefressen ist, hat man Ruhe. Sie wischte sich den Schnurrbart. Zweimal, dreimal. Draußen fiel Schnee, lautlos, und die Kirche hielt ihn nicht auf. Der Winter legte sich über die Stadt wie eine Decke, unter der man aufhört zu atmen. Die Maus machte Vorräte zusammen, zählte, rechnete. Das Ergebnis war dasselbe wie die Male davor, und diesmal ließ sie den Gedanken nicht kleiner werden. »Wir müssen zum Fetttöpfchen«, sagte sie eines Morgens. Draußen lag Schnee auf dem Fensterbrett, weiß und gleichgültig. Jetzt, wo draußen nichts mehr zu finden ist. Die Katze saß am Tisch. Sie sah die Maus an, ohne zu blinzeln. »Ja«, sagte sie, »das Töpfchen.« Sie gingen zur Kirche. Die Schritte der Maus knirschten im Schnee, kleine, tiefe Abdrücke neben den stummen Pfotenspuren der Katze, die kaum eine Spur hinterließ. Die Türen der Kirche waren schwer und kalt unter den Händen. Die Luft drin roch nach altem Holz und Kerzenruß und etwas, das keine Jahreszeit hatte. Der Altar warf Schatten, die nichts bedeuteten. Unter dem Altar stand das Töpfchen noch an seinem Platz. Der Deckel saß schief. Die Maus hob ihn ab. Leer. Der Boden des Töpfchens war sauber. Kein Fettrest, kein Abdruck eines Löffels. Nur Ton, trocken und grau. Sie stand da mit dem Töpfchen in beiden Händen, und das Blut in ihren Ohren machte ein leises, gleichmäßiges Rauschen wie weit entferntes Wasser. Hinter ihr stand die Katze und wartete. Die Maus stellte das Töpfchen ab. Sie drehte sich um, langsam, wie jemand, der sich Zeit lässt für etwas, das nicht rückgängig zu machen ist. Die Stimme, als sie sprach, kam von irgendwo tief unter allem anderen. Jetzt merke ich, was geschehen ist. Nicht laut, kein Zittern darin. Du bist mir ein wahrer Freund. Aufgefressen hast du alles, eine Taufe nach der anderen. Erst Haut ab, dann halb aus, dann willst du schweigen. Die Stimme der Katze, leise und sehr klar. Keine Bitte darin, eine Tatsache. Einen Herzschlag lang herrschte Stille in der Kirche. Der Schnee draußen machte kein Geräusch. Die Heiligen in ihren Nischen hielten die Augen gesenkt. In den Augen der Katze lag nichts Hässliches. Das war das Eigenartige. Kein Hass, keine Verachtung, nur eine ruhige, sehr alte Notwendigkeit. Wie Eis, das taut, wie ein Tier, das tut, was Tiere tun, ohne Freude, ohne Bedauern. Das Einzige, das von Anfang an immer wahr gewesen war. Die Maus öffnete den Mund. Einen Herzschlag, noch einen. Sie wusste, was kam. Ganz aus. Das Wort war schon die ganze Zeit da gewesen. Das letzte Stück einer Reihe, die sie selbst zu Ende gedacht hatte. Es war kein Trotz. Es war keine Tapferkeit. Es war nur das Wort, das folgen musste. Nach allem anderen. Die Katze sprang, packte sie, schluckte sie hinunter. Das Töpfchen stand noch auf dem Kirchenboden. Der schiefe Deckel lag daneben, ohne Bedeutung. Ein Gegenstand aus dem Leben einer Maus, die aufgehört hatte zu sein. Siehst du, so geht's in der Welt. Wenn dich diese Geschichte berührt hat, dann bist du genau richtig hier. Regelmäßig erwacht ein neues Märchen zum Leben. Neue Stimmen, neue Welten. Abonniere diesen Kanal, damit du keines davon verpasst. Und wenn du jemanden kennst, dem diese Geschichte gefallen hätte, teil sie mit ihm. Manche Geschichten sind zu schön, um sie alleine zu hören.